Es ist soweit. Trommelwirbel. Okay, ich habe keine Trommeln, vergesst's. Also, die große Conclusio liegt direkt vor euch. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist eine Conclusio? Denen empfehle ich ein Fremdwörterbuch vom Duden Verlag. Für alle, die sich nun fragen, was für eine Schlussfolgerung? Denen will ich kurz mitteilen, dass ihr euch nun am Ende einer vierteiligen Videoserie befindet. Um dem heutigen Video folgen zu können, empfehle ich euch dringendst, euch die ersten 3 Videos anzuschauen. Den Link zum allerersten Video findet ihr oben rechts, die Links zu den restlichen Videos unten in der Videobeschreibung. Der Rest von euch, es wird Zeit, euch zu erleuchten. Nachdem wir in den letzten Videos nun so viele unterschiedliche Begriffe, Denkansätze, philosophische Konzepte aus dem Buddhismus bzw. allen voran dem Zen-Buddhismus kennengelernt haben, besteht nun die größte Herausforderung darin, das alles irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen. Und so zu verstehen, warum man als Außenstehender den Eindruck bekommt, dass das Streben nach Perfektion und Meisterschaft ein immanenter Bestandteil japanischer Kultur und Mentalität darstellt. Um diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, möchte ich mit euch heute das Zen bzw. die Zen-Praxis den Zen-Künsten, also Kado, Sado, Budo und so weiter und so fort, gegenüberstellen. Für das Zen nehmen wir einfach das Typischste, nämlich die Sitzmeditation Zazen. Bei den Zen-Künsten picke ich mir einfach wie im letzten Video das Bogenschießen, also das Kyudo, heraus. Wenn ihr mit Zazen beginnt und eure erste Anweisung bekommt, dann wird man euch zuerst anweisen, je nach körperlicher Verfassung natürlich, entweder im Lotussitz oder dem burmesischen Sitz oder irgendeiner anderen Sitzform auf dem Kissen Platz zu nehmen. Man wird euch anweisen, den Rücken aufzurichten, das Kinn nach hinten zu ziehen, so dass der Nacken gerade ist und das Becken leicht nach vorne zu kippen. Man wird euch sagen, dass ihr die Zähne sanft aufeinander legt und mit der Zungenspitze sanft den Gaumen berühren sollt. Daraufhin platziert ihr die Hände in einer Mudra-Haltung im Schoß und schließt eure Augen nur zur Hälfte. Im Anschluss erlernt ihr die korrekte Zwerchfellatmung, man spricht hier auch von der buddhistischen Atmung. Und dann sitzt ihr in dieser erlernten Haltung. Immer. Und ihr bemüht euch beim Sitzen, diese erlernte Haltung beizubehalten. Genauso wie ihr sie erlernt habt. Ihr atmet in der erlernten Art und Weise und bemüht euch beim Sitzen nur zu sitzen. In dieser korrekten Haltung. Beim Kyudo wiederum wird man euch einige Schritte mehr beibringen, weil der Ablauf beim Bogenschießen natürlich bewegungstechnisch ein bisschen anspruchsvoller ist als beim Sitzen, aber im Kern läuft es dort ähnlich ab. Ihr werdet lernen, wie ihr korrekt steht, wie ihr den Bogen haltet, wie ihr den Pfeil anlegt, den Bogen spannt, die Spannung haltet. Auch dabei werdet ihr eine bestimmte Form der Atmung erlernen, denn es ist so, dass sich die Kampfkünste nämlich ebenfalls der buddhistischen Atmung bedienen. Danach erlernt ihr, wie ihr schießt. Zusammengefasst lernt ihr, wie man korrekt einen Pfeil abschießt. Wenn ihr also nun darüber nachdenkt, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Richtig. Beiden liegt eine vorgegebene Art und Weise zugrunde, wie man die Sache ausführt. Eine vorgeschriebene Form, an die ihr euch haltet. Wir haben im letzten Video den Begriff der Form bereits angesprochen. Wenn ihr euch erinnert, dann dient die Form im Zen der Fokussierung. Mit dieser Fokussierung auf eine fest vorgegebene Form begegnen wir dem Ego mit seinen selbstbezogenen Wünschen und Vorstellungen. Und arbeiten auf diese Weise beständig daran, das Ego bzw. die selbstbezogene Denkweise aufzugeben. Die Praxis der korrekten Form besteht darin, dass man sich bei jedem Mal mit der gleichen Aufmerksamkeit an die Sache heranbegibt, als würde man sie das allererste Mal machen. Im Zen sprechen wir hier von Shōshin, dem Anfängergeist. Wir achten auf jede noch so kleine Kleinigkeit und bemühen uns beständig um Verbesserung der Form.
Wir bemühen uns also quasi um Perfektionierung, indem wir uns an die vorgegebene Art und Weise halten. Die Einhaltung einer vorgegebenen Form oder beziehungsweise die Art und Weise, wie man etwas tut, heißt auf Japanisch Shikata. Und auch das bedeutet so viel wie Art, Weise oder Methode. Tatsächlich ist dieses kleine Wort eine der wichtigsten Säulen der japanischen Kultur und Gesellschaft. Es gibt in der japanischen Gesellschaft für alles eine bestimmte Art und Weise, wie man etwas tun sollte, eine Form. Das reicht von einfachen Alltagssituationen, wie zum Beispiel ein jüngerer Mensch einen älteren begrüßen sollte, über die Art und Weise, wie die Leute sich in der U-Bahn verhalten sollten, bis hin zu einer bestimmten Art und Weise, wie man denken sollte. Shikata begegnet euch im japanischen Alltag überall. Und wenn ihr als Ausländer aufmerksam seid, dann werdet ihr an bestimmten Orten sehr schnell feststellen, dass da gerade eine gewisse Art und Weise, wie man sich verhalten sollte, gefragt ist. Ein schönes Beispiel ist immer wieder die U-Bahn. Die Leute stellen sich am Bahnsteig an, wenn der Zug einfährt, geht die Tür auf, die Leute machen Platz, die Passagiere steigen aus und die Leute auf dem Bahnsteig steigen ein. Und es verhalten sich alle auf diese Art und Weise. Ich könnte dem Thema Shikata ein eigenes Video widmen, aber ich will es an dieser Stelle trotzdem damit bewenden lassen bzw. abbrechen und nicht tiefer einsteigen. Lasst mich nur so viel sagen, dass die Anzahl der einzuhaltenden Regeln und Methoden so umfangreich ist, dass selbst Japaner im Alltag ziemlich damit strugglen, was jetzt gerade wie zu tun ist. Wichtig für euch ist jetzt nur, dass ihr verinnerlicht, dass Form, also die Anforderung, sich an eine bestimmte Art und Weise der Ausführung zu halten, etwas ist, das Japaner schon von Kindesbeinen an erlernen und wodurch sich natürlich eine bestimmte Denkweise entwickelt. Das Bemühen um Korrektheit zeigt sich in allen Lebensbereichen und daher natürlich auch im Job oder bei allen möglichen praktischen Tätigkeiten. Firmen schreiben ihren Mitarbeitern vor, wie sie sich gegenüber Kunden zu verhalten haben. Firmeninterne Abläufe sind fest strukturiert und auch im Handwerk ist die Art und Weise, wie eine Sache hergestellt wird, fest vorgeschrieben. An dieser Stelle müssen wir natürlich bedenken, dass die meisten Menschen eben nicht nach einer transzendentalen Erfahrung oder gar nach Satori streben. Sie sind aber in einer Gesellschaft aufgewachsen, die maßgeblich durch die Denkweise und Philosophie des Zen-Buddhismus beeinflusst wurde. Ganz nüchtern betrachtet, was passiert, wenn ich beständig vorgegebenen Abläufen folgen muss und diese immer und immer und immer wieder wiederhole. Korrekt, ich werde immer besser. Meine Handgriffe werden immer und immer besser und nach einer Weile könnte man sie von außen eigentlich fast schon als perfekt bezeichnen. Der Bäcker, der jeden Tag den gleichen Kuchen nach derselben Methode backt, wird nach einigen Jahren der Perfektion verdammt nahe gekommen sein. Es ist am Ende also völlig egal, ob ich mich bewusst um Perfektion bemühe oder ob ich einfach nur der vorgegebenen Art und Weise folge. Das Ergebnis wird am Ende sehr ähnlich sein und mit einem flüchtigen Blick betrachtet bekommt man von außen den Eindruck, dass alles um einen herum nach Perfektionierung strebt. Am Ende bleibt die Frage offen, wer tatsächlich wen beeinflusst hat. Das Zen die Japaner oder die Japaner das Zen? Wie auch immer es wirklich war, ich glaube, da haben sich einfach zwei getroffen, die sich eigentlich im Kern sehr ähnlich waren und die sich dann im Laufe der Zeit gegenseitig beflügelt haben. Klar ist nur eins, der Begriff der Form ist untrennbar mit der japanischen Gesellschaft verbunden und führt im Alltag dazu, dass Japan als Land wie ein perfekt funktionierendes Uhrwerk wirkt, dessen Schönheit den Betrachter immer wieder in Ehrfurcht und Erstaunen versetzt. Und genau das verdanken wir der Form. So, ich habe jetzt echt weit ausgeholt. Ich habe jetzt wirklich 4 Videos gebraucht, damit ihr versteht, wie Form, Shikata und Buddhismus in der japanischen Gesellschaft zusammenhängen. Wie ich eben sagte, es ist nicht ganz klar, wer da wen beeinflusst hat, aber letzten Endes muss man einfach sagen, da steckt ein ziemlich großer Einfluss drin und wenn man Städte jetzt wie Kyoto besucht, dann wird einem ziemlich schnell klar, welchen großen Einfluss Zen tatsächlich auf die japanische Gesellschaft hatte und noch heute hat. Es ist auf jeden Fall so, dass sich Japaner zu dieser besonderen Form der Praxis irgendwie hingezogen fühlen, sei es nun, weil sie es von Kindheit lernen oder weil es irgendwie eingängig ist, weil man muss ehrlich sein, der Zen-Buddhismus
breitet sich auch in Europa aus und die Art und Weise der Praxis findet auch hier ziemlich großen Anklang. Daher glaube ich, dass der Impact des Zen-Buddhismus tatsächlich ziemlich groß ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Dafür bedanken, dass ihr so lange dran geblieben seid und dass ihr diesem Thema, was mir selbst extrem am Herzen liegt, so lange die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich weiß, es war zeitweise sehr kompliziert, sehr abstrakt, mit Denkweisen, die dem westlichen Geist zum Teil auch ein bisschen widersprechen. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem die Hintergründe, die Zusammenhänge und so einen Blick für das große Ganze ermöglichen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, und ich bin mir sicher, da gibt es tausende von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich überhaupt nicht angesprochen habe, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir diese Fragen einfach unten in den Kommentaren stellt. Da beantworte ich sie euch total gerne. Wie gesagt, im letzten Video habe ich es auch bereits erwähnt, ich antworte immer, wenn jetzt nicht sofort meine Subscriber-Liste explodiert. Von daher stehe ich euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir natürlich auch auf Twitter folgen. Dort bin ich auch täglich online, da können wir auch gerne über diese Themen weiter diskutieren oder auch über andere Dinge, die uns alle im Alltag so beschäftigen. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem anderen Thema. Ich weiß noch nicht so genau, was es sein wird, denn ich produziere ja immer ein paar Wochen im Voraus. Von daher gesehen, lasse ich mich überraschen und lasst euch überraschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr gespannt seid, was nächste Woche für ein Video kommt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und dabei natürlich auch die Glocke nicht vergesst. Dann werdet ihr darüber informiert, sobald das neue Video online ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Mata ne!